Wie versprochen gibt es heute den zweiten Teil für meine Serie zu Kendra's Card Challenge und meinen 15 Weihnachtskarten in ungewöhnlichen Farben. Willkommen auf meinem Kanal Julies Kreativschatzkiste. Mein Name ist Julia und ich bin begeisterte Papierbastlerin und Kartenmacherin aus Österreich. In meinem Video vorige Woche, ich verlinke es hier oben in der Infobox, habe ich euch ja schon Kendra's Card Challenge vorgestellt, nach der ich die 15 Karten dieses Videos und des vorigen Videos gebastelt habe. Oben im Bildschirm habe ich euch nochmal die Homepage von Kendra eingeblendet, falls ihr das nochmal nachlesen möchtet. Okay, fangen wir gleich da an, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Karte Nummer 6 ist dran. Hier habe ich wieder meine Papierteile aus meinem Sackerl rausgeholt und richte mir meine Blankokarte auch gleich her. Bei dieser Karte ist keine Mattierungsebene vorgesehen, deswegen habe ich mir gedacht, gestalte ich den Kartenhintergrund direkt mit diesem schönen Vintage-Stempel, den ich mit Speckled Egg direkt auf den Kartenhintergrund auftrage. Da Speckled Egg eine hellere Farbe ist, bleibt der Kartenhintergrund dezent, aber es ist trotzdem ein gewisses Interesse da. Dann habe ich mir meinen verschiedenen Mattierungsebenen nach den Anleitungen von Kendra zugeschnitten, in hellen und dunkleren Türkistönen. Als Verzierung dieser Karte habe ich mir mehrere Eiskristalle von Ideen mit Herz herausgesucht, eher die kleineren in diesem Fall, und habe diese übereinander gelegt für zusätzliche Dimension. Das Sentiment Fröhliche Weihnachten stammt ebenfalls aus diesem Stanzenset. Ich habe sie direkt mit Peacock Feathers eingefärbt in Türkis und dann mit einem Glitzerstift nochmal verschönert. Das Banner, wo das Sentiment drauf ist, habe ich mit Foamtape auf die Karte aufgeklebt, auch hier wieder für die Dimension. Um einen weiteren Hingucker auf der Karte zu zaubern, habe ich da mit meinem weißen Gelstift und einem Lineal noch Sticklinien gefälscht auf diesem blauen Hintergrund. Und abschließend habe ich mit meinen metallischen Wasserfarben noch ein bisschen drauf gespritzt. Ein bisschen Stickles für die Eiskristalle darf auch nicht fehlen. So, damit ist die Karte fertig. Auf zur nächsten. Karte Nummer 7 war total leicht zusammenzubauen, aber ich bin begeistert, wie toll und vielfältig sie ausschaut. Ich habe euch hier in Teil 1 schon geschildert, dass ich manchmal für die Karten A6 Blankos, wie sie bei uns üblich sind, verwendet habe, aber die Kartensketcher ja eigentlich für das amerikanische A2-Format, also 4¼ x 5,5 Inch ausgelegt sind. Manche Karten habe ich angepasst bei den Blankos, andere habe ich auf A6-Format gelassen. Diese Karte ist eine, die ich wieder angepasst habe, da die Streifen sonst zu kurz gewesen wären und die Schräge nicht mehr ganz gepasst hätte. Um die Karten ein bisschen besser mit den anderen Karten zu verbinden, habe ich aus meinen Mattierungsebenen, also aus meinen türkisen, einfärbigen Papieren auch noch ein paar Streifen ausgeschnitten und die zusätzlich zwischen die Designpapiere aufgeklebt. Außerdem habe ich mir einen passenden Glitzerstift gesucht und da auch noch ein paar dünne Linien zwischen die einzelnen Papiere aufgetragen. Als Sentiment habe ich meinen Stempel Merry Christmas herausgesucht. Das habe ich zuerst in Peacock Feathers gestempelt, danach wieder in Embossing-Tinte darüber gestempelt und dann mit klarem Embossing-Pulver Heat embossed. Mit Foamtape kommt das Ganze auf meine Mattierungsebene und dann auf die Karte. Für die kleinen Eiskristalle habe ich diesmal Glue Dots verwendet zur Befestigung. Und auch hier dürfen Stickle Stardust Spritzer wieder nicht fehlen, die liebe ich wirklich. Kommen wir zu Karte Nummer 8. Hier habe ich mir gleich mal vorweg die Mattierungsebene und die Hintergrundebene, hier in dunkeltürkis und hellblau, zugeschnitten. Ich habe hier gleich geschummelt, weil bei der Mattierungsebene habe ich mir gleich einen Kreis ausgestanzt, den ich dann später auch für die Karte verwenden werde, damit das schön von den Farben her zusammenpasst. Und da hinten sieht eh niemand, ob ein Kreis fehlt oder nicht. Auf meinem hellblauen Hintergrund habe ich wieder meinen Vintage-Stempel mit Speckled Egg verwendet. Als Verzierung verwende ich diesmal verschiedene übereinander gelagerte 3D-Weihnachtssterne von Ideen mit Herz, einmal in weißem Glitzerpapier und einmal in so dunkelblau-türkisem Glitzerpapier. Passend zur kreisdominierten Karte habe ich mir einen kreisförmigen Sentiment-Stempel herausgesucht, den ich dann mit Embossing Glaze in der Farbe Selvage Patina Heat embossed habe. Das war ein dezenteres Sentiment, aber das finde ich hat sehr gut gepasst. Bei Karte Nummer 9 ist wieder meine Quilted Card Front Die von Conquer the Nines zum Einsatz gekommen. Die mag ich wirklich gerne. Die sticht nur ein Muster in den Kartenhintergrund, aber es schaut wirklich toll aus. Dann habe ich meine Mattierungsebenen zugeschnitten und alles mit den Papierstücken so arrangiert, wie es auf dem Kartensketch vorgesehen ist. Als Sentiment habe ich Liebe Weihnachtsgrüße auch von Ideen mit Herz verwendet.
Ich habe das Sentiment einmal in Weiß und einmal in Dunkeltürkis ausgestanzt und habe das versetzt übereinander geklebt, sodass ein gewisser Schatteneffekt für das Sentiment da war. Dann habe ich ein paar Mistelzweige aufgeklebt als Verzierung, ein paar Perlen dazugefügt, das Obligat der Stickles nicht zu vergessen und auch diese Karte war fertig. Bei Karte Nummer 10 habe ich eigentlich nur Techniken benutzt, die ich euch schon beschrieben habe. Daher könnt ihr die jetzt mit Musik genießen. Bei der Karte 11 habe ich die Blankokarte wieder auf die 4¼ Inch des amerikanischen A2-Formates gekürzt, damit die Proportionen dem Sketch entsprechen. Bei dieser Karte habe ich für dieses weiße Papier auf dem Sketch, das auch bei mir so ein cremeweiß ist, einen Embossing-Folder verwendet, damit hier ein Muster hineinkommt und mehr Interesse erzeugt wird. Ansonsten klebe ich alles mit den Mattierungsebenen, wie im Sketch vorgesehen, einfach auf die Blankokarte auf. Die Mattierungsebene, die auf dieses embosste Papier darauf kommt, die klebe ich mit Flüssigkleber an. Und zwar nur sicherheitshalber, da der Flüssigkleber besser in die Vertiefungen des Embossings vordringt und der Tape Roller da nicht so gut hält. Das gestanzte Sentiment Fröhliche Weihnachten habe ich zweimal ausgeschnitten und übereinander geklebt für Dimension. Weitere Dimension erzeuge ich durch das Foam-Tape unter dem Sentiment. Dann kommen noch Perlen auf die Karte, ein bisschen Glitzer auf das Sentiment und ein kleiner Eiskristall, das reicht als Verzierung. Für Karte Nummer 10 habe ich meinen Leafy Embossing Folder von Spellbinders wieder herausgeholt. Den habe ich in hellblaues Papier embossed und habe dann die Erhöhungen des embossten Papiers mit weißer Pigmenttinte noch einmal betont. Dabei muss man sehr vorsichtig aufdrücken, damit man wirklich nur die Erhöhungen erwischt. Da die Pigmenttinte länger feucht bleibt, habe ich sie dann noch mit dem Heat Tool getrocknet und dann habe ich noch Schattierungen hinzugefügt mit Speckled Egg und einer kleinen Blending Brush. Da der diagonale Teil hier in Holzoptik nur auf dem blauen Papier zu liegen kommen soll, habe ich mir dann angelegt und angezeichnet mit einem Bleistift die Kanten und damit ich die richtig abschneiden konnte. Dann habe ich mir aus weißem Cremepapier noch diese dünnen Streifen dazu zugeschnitten. Die habe ich mir dann schon zuerst angeklebt und mit der Schere abgeschnitten. Das habe ich mir zugetraut, weil sie doch so dünn sind. Und damit konnte ich nicht sehr schief schneiden, was ich sonst leider immer sehr gerne mache. Wie auf manchen anderen Karten auch, habe ich hier noch einen dünnen Strich mit Glitzerstift ergänzt. Für zusätzliches Interesse kann ja nicht schaden. Hier habe ich auch wieder diesen runden Sentimentstempel verwendet. Der hat sich angeboten aufgrund des Kreises in der Mitte der Karte. Um ihn farblich passend zu stempeln, habe ich wieder zuerst mit Peacock Feathers Distress Ink gestempelt, dann mit Embossing-Tinte darüber und dann habe ich das Sentiment mit klarem Embossing-Pulver Heat embossed. Die Verzierung sind hier Mistelzweige auf Foam Tape und als Beeren habe ich blaue Perlen verwendet. Damit war auch diese Karte fertig. Für Karte Nummer 13 war es notwendig, in die Papierstücke diese gezackten Endungen hineinzuschneiden. Ich habe das ziemlich nach Gefühl gemacht und nicht viel gemessen. Ich habe einfach ungefähr in die Mitte der Papiere einen kleinen Einschnitt am Ende gemacht und dann von den Ecken diagonal zum Ende dieses Einschnittes einen weiteren Schnitt auf jeder Seite. Bei dieser Karte hat es sich angeboten, meine Verzierung, wieder ein Mistelzweig, in die Mitte der Kreise zu setzen. Ich habe es wieder mit Perlen verziert und ein Sentiment ergänzt. Und schlussendlich habe ich noch ein paar Akzente mit dem Glitzerstift gesetzt. Bei Karte 14 würde ich mich mit meinen Erklärungen nur wiederholen, daher gibt es auch jetzt wieder Musik.
Beim Zusammensetzen der Basiskarte Nummer 15 ist eigentlich auch nicht viel Neues dabei. Ich habe die Mattierungsebenen und Papierstücke nach dem Sketch zugeschnitten und habe eigentlich alles nur zusammengeklebt. Das Sentiment habe ich einfach ausgestanzt aus einem cremefarbenen Papier. Das hat sich gut abgehoben von dem dunklen Papier, auf das ich das aufgeklebt habe. Für die Verzierung habe ich mir ein bisschen was Neues ausgedacht. Da diese Eiskristalle zu groß für die Karte waren, habe ich sie einfach halbiert und nebeneinander geklebt. Ich habe mit einer hellen Ebene direkt auf das Papier mit Flüssigkleber angefangen. Die dunkleren Eiskristalle habe ich dann mit Foam-Tape-Streifen, sehr dünnen, damit man sie nicht sieht, aufgeklebt auf die weißen, damit hier Dimension entsteht. Mit meinem weißen Gelstift habe ich dann noch Akzente auf das dunkle Glitzerpapier gesetzt. Und für die Akzente auf den weißen Eiskristallen habe ich einen blauen Glitzerstift verwendet. Dann habe ich noch Perlen ergänzt und fertig war die Karte. Jetzt muss ich mich noch kurz entschuldigen, denn ich habe euch eigentlich im ersten Teil versprochen, dass ich euch den Zuschnitt der Papiere hier auch noch zeige. Leider hat meine Technik nicht mitgespielt, daher muss das diesmal entfallen. Es tut mir leid. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst oder vielleicht sogar meinen Kanal abonniert, wenn euch das Video gefallen hat. Den Link zum ersten Teil dieses Videos, falls ihr das noch nicht gesehen habt, findet ihr in der Videobeschreibung. Ansonsten, Servus, bis zum nächsten Mal.